Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wenn du dir schon mal die Frage gestellt hast, was Cosplay eigentlich genau ist, dann bleib jetzt dran, denn ich habe den Mario interviewt. Er ist Cosplayer und auch sogenannter Crafter, also das heißt, er macht seine Kostüme sogar selber und produziert und stellt die selber her. Und er wird seine Sichtweise in diesem Video wiedergeben, weil ich habe ihn interviewt, habe ihn besucht letztes Jahr. Also wenn dich das Thema interessiert, dann bleib jetzt dran. Nach dem Intro geht's los. Mein Name ist Mario, bin 22 Jahre alt und mache seit ungefähr 2 Jahren Cosplay. Angefangen hat es mit ihm hier, war aus einer Schnapsidee in der 3-Wochen-Aktion für die Münchner Comic-Con zusammengewürfelt. Waren 3 schlaflose Wochen, wortwörtlich. Und was machst du sonst so außer Cosplay? Ich arbeite in der Metzgerei und wenn ich mal nicht am Arbeiten bin, Klassiker, zocken mit Freunden oder ich bin auch gerne im Offroad unterwegs, zelten, wandern. Und wenn man jetzt dein Cosplay so anguckt, aus welchem Universum kommt das denn? Ich meine, ich weiß es zwar, aber kannst du es den Zuschauern bitte nochmal erklären? Das Grundprinzip kommt aus Star Wars, aus den Klonkriegen. Ich bin damals, als ich gewusst habe, ich habe frei für die Convention, wollte ich unbedingt einen Trooper machen, beziehungsweise einen Cosplay. Und ich wollte nicht meinen Offizier machen, der eigentlich für den Winter gedacht ist, im Sommer machen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ja, machst du endlich mal einen Trooper. Und nachdem für mich die Berge schon immer die Heimat waren, obwohl ich nicht in den Bergen wohne, habe ich mir mal Gedanken gemacht. Die große Armee der Republik hat Tauchsoldaten, hat die Navy, Panzer, alles Mögliche. Nur hat man bisher noch nichts im Gebirge gesehen. Und darum habe ich mich hingehockt und gedacht, okay, ein Gebirgsjäger, mehr oder weniger, muss sich leicht bewegen können. Darum hat er auch wenig Rüstungsteile, Kopf, den Helm. Da habe ich mir gedacht, dass er der Scout Trooper am besten passt, weil er einfach für den Sonnenschutz hat, wenn es von oben herabkommt. Der Charakter ist eigentlich komplett Eigenkreation. Nummer hat er CT 8996. Lieutenant Finnen. So ein Kostüm anzufertigen, das dauert ja auch seine Zeit. Kannst du noch mal erklären, wieso dein kreativer Prozess genau aussieht? Mein Kreativprozess ist, ich sitze auf der Couch oder bin am Zocken und dann nicht mehr, jetzt hast du Motivation, jetzt fangst du an. Weil die meisten Cosplays, die ich baue, die sind einfach mal so aus Jux und Laune mal angefangen und halt werden halt im Laufe der Zeit halt fertig gebaut. Zum Beispiel habe ich ja einen Airborne-Helm angefangen, schon vor 3, 4, 5 Monaten. Ist halt jetzt in der Phase, weil halt dann trotzdem wieder eine Kreativblockade da ist, wo man den Helm halt vor sich hat oder das, was man halt bauen will und man weiß es nicht weiter. So ging es mir auch, als ich den gebaut habe. Bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich ihn angeschaut habe. Also in der Rohphase war ich gedacht, das wird nichts, den kannst du gleich wegschmeißen. Aber er ist doch was geworden, mehr oder weniger. Eine der wichtigsten, aber auch schwierigsten Komponenten eines Kostüms bei einem Cosplay kann der Helm sein. Kannst du gerade noch mal erklären, was so das Komplexe bei der Produktion von so einem Helm ist? Also ich habe meinen Helm aus Moosgummi, zum englischen EVA Foam und Wobbler gebaut. Es formt sich bei Hitze, kann man super mitarbeiten. Fast so ziemlich jeder Cosplayer hat mindestens einmal schon mal mit Wobbler gearbeitet. Er ist leicht, man kann auch auf ihn draufhauen. Ich habe für den Helm, wenn ich die 3 Wochen splitte, 1,5 Arbeitszeit dafür gebraucht. Hätte ich mehr Zeit gehabt, dann wäre er noch besser geworden. Helme sind doch irgendwie komplizierter, vor allem wenn man jetzt hier hinten zum Beispiel schauen muss oder hier vorne die Wölbung. Und habe ich da gerade Elektronik verbaut gesehen? Genau, ich hatte ihn pünktlich zur Comic-Con fertig in München, mitten im Ende Juli glaube ich war das. Er hatte keine Elektronik drin. Da drunten wurde es warm wie in einer Sauna. Ich habe geschwitzt wie sonst was und dann habe ich mal mit jemandem gesprochen, Opel Props. Einige werden ihn kennen, die gerade Star Wars cosplayen. Er hat mir empfohlen, die Lüfter einzubauen. Sie halten die Linse frei
und sie geben auch nochmal Luft. Okay, letzte Frage. Im Cosplay-Universum gibt es natürlich auch viele Events, wie zum Beispiel die Comic-Con, das Kaizoku oder auch das Geek Galaxy Festival hier in München. Aber was bedeutet es konkret für dich, auf solche Events zu gehen? Freizeit, Urlaub, eine Menge Spaß, Abenteuer, weil man weiß, es gibt zwar den Con-Floor, aber man weiß trotzdem nicht, was passiert, auf welche Leute man jetzt trifft. Und das ist halt das Tolle an der Convention, gerade wenn man halt so schon einige Leute mit drin kennt, aber auch für welche, die noch nie auf einer Convention waren, die halt unbedingt mal hinwollen, auch wenn man schüchtern ist. Es ist eine tolle Erfahrung. %90 meiner Freundschaften sind durch Cosplay entstanden, ja. Da muss man nicht 18 für sein, muss man nicht jünger sein, muss man nicht älter sein. So Cosplay geht von irgendwann bis irgendwann in die Zukunft und alle Leute können mal Spaß haben.